Kennt jemand The Legend of Zordon? Klingt wie ein billiges Computerspiel. Könnte es auch sein, ist in diesem Fall aber ein Blind Pack von Simba, die jetzt mittlerweile von Dinosauriern, Babys und ähnlichem Schrott übergewechselt sind zu Fantasy. Feine Sache. Und offensichtlich ist das Ganze unglaublich kompetent gemacht, denn die Figuren sehen komplett scheiße gezeichnet aus, mal ehrlich. Ist übrigens erst ab 10 Jahren, nicht ab 3, 4 oder 5 Jahren. Falls irgendjemand das seinem Kind schenken möchte, lasst es bleiben. Es ist nicht für Kleinkinder. Nein. Enthält immerhin eine Sammelfigur von 24, eine von 30 Sammelkarten, wieso 30, wenn es nur 24 Figuren gibt, und ein Sammelpodest. Das ist mal was Neues. Das Sammelpodest scheint auch noch eine Sammelkarte versteckt zu haben. Gute Sache. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Was haben wir denn hier alles? Sonnenkrieger. Die sehen sehr sonnig aus. Wura-Monster, die sehen sehr gehörnt aus. Und Schattenkrieger, die sehen nicht gar so schattig, aber dafür umso bunter aus. Schön. Und hier steht nochmal genau dasselbe drauf, weil es nicht reichte, es vorne, hinten drauf zu drucken. Genau, meine ich ja. Hinten. Unbarmherzig bringen Master Zordon und seine Schattenkrieger Verderben über die Menschheit. Einige wenige Kämpfer widersetzen sich und versuchen im Zeichen der Sonne die Welt zu retten. Das ist nett von ihnen. Naja. Irgendwie ist da der Witz ein bisschen verloren gegangen. Leider kann man nämlich von oben reinsehen, was da so drin sein könnte. Gut, man sieht nur die Füße und was Grünes, aber es sieht irgendwie so aus, als ob es irgendwas Böses sein könnte. Ich denke mal, wir sollten mal reingucken. Dann gehen wir sicher, dass das was Böses ist. Und nicht Master Zordon himself. Diese Dinger kosteten ganze 25 Cent. Kann man nicht vorstellen, dass sie äußerst gut gelaufen sind. Das war natürlich im Ramschmarkt, klar. Und hier spart sich das Sammelleaflet schon und macht einfach das auf der Rückseite. Wow, das ist eine Menge. Zordon the Game. Sehr viel klein gedruckter Text, den ich kaum lesen kann. Aber das macht vermutlich nichts. Und hier sind die ganzen tollen Figuren, die man auch kaum lesen kann, weil sie in einer Schrift geschrieben sind, die mit bloßem Auge wie Fliegendreck aussieht. Naja, Wuras sind Monster aus einer vergessenen Welt, die keinen Herren kennen. Wer kann diese 6 Wesen... Was? Wer kann diese 6 Wesen sie auf seine Seite ziehen? Ja, kauft euch mal einen Duden. Naja, was haben wir hier? Da wetzt einer schon sein Messer und grinst zahnlos in die Kamera oder schreit vielmehr und ballt die Fäuste. Sieht eigentlich ganz nett aus, bis auf die Bemalung, die so ein bisschen schmutzig aussieht. Aber vielleicht soll das bedeuten, dass er ganz schmutzig ist. Wer weiß. Das ist vermutlich ein Ork. Auf sein Sammelpodest stellen, wo er draufsteht. So, er fällt wahrscheinlich auch um, sobald ich es berühre. Naja, sobald. Etwa. Und wo ist die Karte? Wow. Glacius Crow. Das kann keiner wirklich lesen. Und irgendwie hat das nicht viel mit der Figur zu tun, die da drin ist. Aber das macht ja auch nichts. Also das mit dem Sammelpodest finde ich eine tolle Sache, mal ehrlich. Das hätte man ja nicht besser machen können. Was das mit dem Kartenversteck auf sich hat, weiß ich zwar auch nicht, aber immerhin bleibt die Karte so einigermaßen unversehrt. Das ist eigentlich ganz gut. In den meisten Blindpacks sind die Dinger ja komplett zerknickt und man kann nichts damit anfangen. Ich habe noch so ein Ding. Natürlich, weil ich das ja immer habe. Das kennt ihr ja schon. Vielleicht finden wir ja nun doch noch Master Zordon himself. Oder zumindest seine Karte. Oder den Stein der Weisen. Oder irgendwas in der Richtung. Wer ist das? Okay, das ist wahrscheinlich nicht Master Zordon. Aber es ist ein Typ mit einem komplett verbogenen Speer. Ja, soll das so sein? Das ist so gebogen? Das kriegt man gar nicht gerade. Zumindest nicht ohne es kaputt zu machen. Und er ist schmutzig, weil der Krieg ja auch eine schmutzige Sache ist, wenn ich das richtig verstehe. Naja, mein Gott. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich habe auch schon viel Besseres gesehen. Ich wette, er steht nicht. Steht er? Nein, er steht nicht. Wie soll er auch? Naja, doch. Mit ein bisschen Mühe. Wenn man ihn jetzt nicht mehr anhaucht, berührt, dran denkt, dass er umfallen könnte, mag es gehen.
Was haben wir hier? Oh, von wegen, die Karte ist unversehrt. Da sollte man sie auch schon richtig kriegt man da hier raus, ja. Ah! Schöne Sache. Simba, wer hat den Chinesen gesagt, sie sollen das Fest zumachen? Barbatus Dwarf. Na, der sieht ja toll aus. Sind die dann auch wirklich so dilettantisch bemalt, wie sie auf der Karte aussehen? Prima Sache. Ja, wir wissen, dass sie dilettantisch bemalt sind, also was für eine Frage ist das? Und natürlich ist die Karte komplett zerknickt, trotz des tollen Sammelkartenverstecks. Ach Simba, ich glaube, euer Ausflug in die Fantasy ist ziemlich gescheitert, oder? So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.